She always leaves a little gift or something in their room when we go and stay. Die Spannungen in der königlichen Familie haben einen neuen Höhepunkt erreicht. Kate Middleton hat soeben eine verblüffende Entscheidung bezüglich Camillas königlichem Erbe getroffen, die den Buckingham-Palast in seinen Grundfesten erschüttert haben soll. Aber was genau hat Kate getan? Und warum wird dieser Schritt als eine große Herausforderung für die Macht von Königin Camilla angesehen? Bleiben Sie dran, denn dieser königliche Machtkampf wird heftig werden. Vorher haben wir noch eine Frage an Sie. Sollte Kate Ihrer Meinung nach ein Mitspracherecht bei Camillas Erbe haben? 1 für Ja oder 0 für Nein unter diesem Artikel. Und jetzt schauen Sie weiter. Denn was Kate zu Königin Camilla sagte, wird Sie schockieren. Das britische Königshaus wurde durch eine schockierende Wendung der Ereignisse erschüttert. Denn es wurde bekannt, dass Kate Middleton eine mutige Entscheidung getroffen hat, indem sie es ablehnte, die Garderobe von Königin Camilla zu erben. Obwohl königliche Modeentscheidungen häufig tiefere Bedeutungen haben, gibt diese überraschende Ablehnung einen Hinweis auf zugrunde liegende Prozesse, die das Potenzial haben, Vorstellungen von Tradition und persönlicher Identität innerhalb der Monarchie zu beeinflussen. Auf dem Weg aus dem Clarence House zu ihrer Abendveranstaltung sieht man Prinz Charles und Camilla. Das neue Kleid, das Kate trägt, wurde von Sarah Burton entworfen, die auch ihr Hochzeitskleid entworfen hat. Man könnte sich fragen, warum die Prinzessin von Wales, die für ihren feinen und rücksichtsvollen Geschmack bekannt ist, Kleidungsstücke ablehnt, die früher der Königin selbst gehörten. Ist es möglich, dass diese Wahl die veränderte Einstellung zur königlichen Formalität widerspiegelt? Oder dass sie auf eine subtile Verschiebung der Beziehungen innerhalb des Palastes hindeutet? Die Schaulustigen bleiben neugierig und gespannt auf die tatsächlichen Gründe für Kates Wahl, während sich die Gerüchte innerhalb der Mauern des Palastes verbreiten und die Vermutungen wachsen. Gegensätzliche Stile, die Prinzessin gegen die Königin. Sowohl Kate Middleton als auch Camilla entschieden sich für Kleider, die sich stark voneinander unterschieden. So trug Kate Middleton bei der James-Bond-Premiere 2021 ein goldenes Paillettenkleid, während Camilla ein pastellblaues Kleid trug. Sowohl die Prinzessin von Wales als auch die britische Königin haben ihren eigenen Stil entwickelt, der sich nur selten mit dem der anderen überschneidet. Kate hat sich einen Ruf als Mode-Ikone der Gegenwart erworben, weil sie sich nicht scheut, High Fashion mit High-Street-Labels zu kombinieren, figurbetontes Design zu tragen oder informelle Varianten wie Denim zu tragen. Camilla hingegen legt mehr Wert auf klassischen Komfort und Tradition als auf Modetrends. Melissa Lund, eine Expertin für königliche Mode, stellt fest, dass beide Damen zwar häufig taillierte Mäntel und Röcke tragen, Kates Kleidungsstücke jedoch enger am Körper geschnitten sind, was die Aufmerksamkeit auf ihre kleine Gestalt lenkt. Camilla hingegen bevorzugt lockere Schnitte, die mehr Spielraum lassen. Lund zufolge trägt Kate auch enge Jeans und schmale Hosen, die Camilla nicht mag. Er führt weiter aus, dass Camilla wahrscheinlich der Meinung ist, dass solch informelle Kleidung die Ernsthaftigkeit vermissen lässt, die von einer Königin erwartet wird. Camilla ist offenbar dazu übergegangen, in der Öffentlichkeit keine Jeans mehr zu tragen, seit sie Queen Consort und nun Königin ist. Stattdessen hat man sie in eleganteren Kleidern gesehen, die ihren königlichen Pflichten angemessener sind. Die Art und Weise, wie die beiden Damen an Mode herangehen, hat im Laufe der Jahre sehr unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Einschließlich der Öffentlichkeit und der Presse, schenken Kates Modeentscheidungen große Aufmerksamkeit, was häufig zum Kate-Effekt führt, zu einem Anstieg der Verkaufszahlen für die von ihr getragenen Kleidungsstücke. Sie wird für ihre Eleganz und Beständigkeit gelobt, auch wenn sie sich gelegentlich ins Unbekannte wagt und gewagte Farben oder neue Designer trägt. Camilla hat zugegeben, dass sie sich nie besonders für Mode interessiert hat, und sie hat erkannt, dass sie sich einarbeiten muss, um ein Mitglied der königlichen Familie zu werden. Als sie jünger war, hatte sie eine nachlässige Einstellung zur Kleidung. Ihre Mitbewohnerin im College erinnerte sich daran, dass ihr Schlafzimmer immer aussah, als hätte eine Bombe eingeschlagen, was die weggeworfenen Sachen betraf. Camilla, die seit 2005 in der königlichen Familie arbeitet, hat in Sachen Mode große Fortschritte gemacht und ist sogar für einige klassische Modemomente verantwortlich. Dennoch ist sie in ihrer Kleidung weiterhin zurückhaltender als Kate. Ihre Ensembles spiegeln häufig die Altersunterschiede und Persönlichkeiten wider, die sie besitzen. Camilla trägt gerne bequeme Zweiteiler,
Mantelkleider und ihre charakteristischen breitkrempigen Hüte, während Kate bei ihrer Kleidung eher elegante Designs und edle Details bevorzugt. Andererseits haben die Quellen vor kurzem eine erstaunliche Aussage gemacht, die sie angeblich von Kate selbst über Camilla, genauer gesagt über Camillas Kleidung, gehört haben, was auf den wahren Grund hinweisen könnte, warum die Prinzessin ihre Garderobe nicht mit der Königin teilen möchte. Was die Gerüchte betrifft, so hat diese Erklärung nichts mit Mode zu tun, sondern mit einer Kleinigkeit, die niemand vor einer Königin anzusprechen wagte. Kate schien jedoch nicht sehr verlegen zu sein, als sie lässig erklärte, dass sie niemals etwas aus Camillas Kleiderschrank tragen würde, da diese wie eine alte Dame rieche. Kate ist eine Prinzessin und wird eines Tages selbst Königin werden. Es gibt einige ältere Frauen, die nicht riechen. Berichten zufolge war der Buckingham-Palast erschüttert über Kates unverblümte Äußerungen, die sich an ihre Schwiegermutter richteten, als diese sie machte. Die Prinzessin von Wales hatte sich noch nie zuvor so respektlos gegenüber einer anderen Person geäußert. Und die Vorstellung, dass sie sich mit solch harschen Worten an die derzeitige Königin wenden würde, versetzte viele Menschen in völliges Erstaunen. Die Tatsache, dass es zwischen Kate und Camilla nie böses Blut gegeben hat, wie Royal Watchers behauptet, macht diese überraschende Enthüllung umso verwirrender. Ist es möglich, dass es sich dabei um mehr als eine böse Beleidigung handelt? Falls Kates Bemerkungen keine versteckte Bedeutung haben, ist es ratsam, sie für bare Münze zu nehmen. Jeder, der schon einmal Zeit mit einer älteren Frau verbracht hat, sei es eine Großmutter, eine Großtante oder einfach nur eine alte Frau, kennt den Duft, den eine ältere Frau verströmt. Andererseits hängt der Geruch in der Regel mit den Kleidungsstücken selbst zusammen und nicht mit den Damen, die sie tragen, da die Kleidungsstücke in der Regel über einen längeren Zeitraum in einem Kleiderschrank aufbewahrt wurden. Es besteht die Möglichkeit, dass Kate gar nicht mit Camilla gesprochen hat, sondern vielmehr darauf anspielte, dass Camillas Kleidungsstücke einen Duft haben, den sie als unangenehm empfinden würde, wenn sie tragen würde, um ihr die Ehre zu erweisen. Niemand möchte Kleidung tragen, die abgestanden ist und schlecht riecht. Und wenn dies der eigentliche Grund dafür war, dass Kate Camillas Angebot ablehnte, kann ihr niemand diese Entscheidung vorwerfen. Trotzdem wiesen einige Kenner der Situation darauf hin, dass sich Kate nicht ein einziges Mal über den Geruch älterer Damen beschwert hat, als die vorherige Königin Elisabeth II. Ihren Kleiderschrank öffnete, um sie zu empfangen. Die Geschichte der Weitergabe von Kleidungsstücken innerhalb der königlichen Familie ist äußerst bemerkenswert und faszinierend. Es ist üblich, dass ältere Mitglieder des Königshauses ihren jüngeren Familienmitgliedern die Verantwortung für die Weitergabe ihres Schmucks und ihrer Insignien übertragen. Es ist bekannt, dass bestimmte legendäre Kleidungsstücke von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden. In den Jahren nach dem Tod von Königin Elisabeth II. Im Jahr 2022 fragten sich die Anhänger der königlichen Familie, was aus ihrer riesigen Garderobe werden würde. Ingrid Seward, die Chefredakteurin des Majesty Magazines, hat erklärt, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die Garderobe der Königin hauptsächlich zwischen Kate Middleton und Camilla, der damaligen Gemahlin der Königin, aufgeteilt werden würde. Daher wird Kate in ihrer Eigenschaft als künftige Königin die Möglichkeit haben, Elizabeths Kostüme zuerst auszusuchen. Laut Seward würde Kate einen großen Teil der Kleider der verstorbenen Königin erben, während Camilla das erhalten würde, was übrig geblieben ist. Viele der historischen Kleidungsstücke würden jedoch in einer königlichen Stiftung oder in Museen aufbewahrt und nicht mehr getragen werden. Obwohl einige der bekanntesten Kleidungsstücke von Königin Elizabeth, wie ihr Krönungskleid und ihre Jubiläumsgarderobe, ausgestellt werden sollen, werden sie als nationale Reliquien behandelt werden. Darauf haben Experten hingewiesen. Es ist wichtig, daran zu denken, dass das Vererben von Kleidung kein strenges Gesetz ist, sondern eher eine Kombination aus nostalgischem Erbe und praktischer Wiederverwendung. Dies sollte man sich unbedingt vor Augen halten. Als eine Form der Huldigung oder vielleicht auch als Sparmaßnahme haben die Royals gelegentlich die Kleidung ihrer Vorfahren angezogen. So lieh sich Prinzessin Beatrice kürzlich ein historisches Kleid von Norman Hartnell aus dem Kleiderschrank von Queen Elizabeth. Das Kleid, das in den 1960er Jahren getragen worden war, wurde so umgestaltet, dass es im Jahr 2020 zu ihrem Hochzeitskleid werden konnte, eine Geste, mit der sie das Erbe ihrer Großmutter respektierte und gleichzeitig ein prächtiges altes Kleid zu neuem Leben erweckte. Keine Prinzessin hat sich jemals über den Geruch einer alten Frau beschwert.
wenn sie Kleider von Königin Elisabeth II trug. Aber man kann davon ausgehen, dass einige ihrer Kleidungsstücke lange Zeit in ihren riesigen Schränken gelagert wurden. Sie hatte jeden Tag Hunderte von Kleidern und Mänteln zur Auswahl. Und es ist möglich, dass einige von ihnen von einem Geruch befallen waren, den wir als Altweibergeschmack bezeichnen würden. Obwohl die Königin dafür bekannt war, ihre Kleidung immer wieder zu recyceln, hatte sie tausende von Möglichkeiten zur Auswahl. Könnte es sein, dass ihr Duft so königlich war, dass er ignoriert werden konnte? Nach diesen Informationen deuten die Behauptungen, dass Kate die Nachfolge Camillas bei ihrer Kleidung ablehnte, auf eine bewusste Abweichung von der Norm hin. Es ist möglich, dass Kate sich dafür entschied, Camillas Angebote für Kleidung oder Designer, die ihr gefielen, nicht anzunehmen, oder dass sie sich sogar weigerte, einige Kleidungsstücke ihrer Vorfahren zu tragen, die Camilla an sie vererbt hatte. Es wird behauptet, dass Kate sich diskret weigerte, die vererbten Kleidungsstücke aus Camillas Kleiderschrank zu tragen, da sie lieber ihre eigene Stilidentität behalten wollte. Diese Entscheidung wurde von einigen königlichen Insidern als eine Brüskierung des königlichen Gemahls angesehen. Die Gerüchte- und Boulevardpresse behauptet, Kate habe dies getan. Sollte die Bemerkung zutreffen, dass Camillas Kleidungsstücke den Geruch einer älteren Dame verströmten, dann würde ihre Aktion von einer leichten Beleidigung zu einer regelrechten Missachtung werden. Das einfache Konzept sagt viel darüber aus, wie eifrig die Royals ihre eigene Marke verteidigen, obwohl es kaum oder gar keine genauen Beweise für eine solche Ablehnung gibt, da der Palast eine solche Geschichte nicht bestätigt hat. Es ist nicht ungewöhnlich, dass königliche Frauen Kleidung austauschen. Kate und Sophie, die Herzogin von Edinburgh, haben sich beispielsweise informell über Modetipps und Kleidungsstücke ausgetauscht, aber sie haben keine Bedenken wegen Restgerüchen geäußert. Andererseits ist es nicht sehr üblich, dass ein lebender König sein Erbe an einen anderen weitergibt. Sollte Camilla Kate etwas von ihren Kleidern angeboten oder erwartet haben, dass sie etwas von ihrem neuen, königlichen Stil übernimmt. So hat Kate das Angebot von Camilla anscheinend dankend abgelehnt. Stattdessen setzt Kate weiterhin auf ihren eigenen Kleidungsstil, der mehr in der Tradition von Prinzessin Diana und Königin Elisabeth II. Steht als in der von Camilla. Es ist zwar denkbar, dass ihre Entscheidung nur eine Frage der persönlichen Vorliebe ist, aber es ist auch möglich, dass sie versucht, Camillas Altweiber-Aroma zu entkommen, indem sie jede Kleidung vermeidet, die ihr auch nur im Entferntesten ähnelt. Modekritik und Fauxpas. Viele, die die königliche Familie verfolgen, sind der Meinung, dass es einen anderen Grund geben könnte, warum Kate so unnachgiebig ist, sich von Camillas Kleidung fernzuhalten, und dass es nichts damit zu tun hat, dass sie wie eine ältere Frau riecht. Im Gegensatz zu Kate wurde Camilla in Bezug auf ihre Kleiderwahl sehr genau unter die Lupe genommen. So entschied sich Camilla für die Teilnahme an einem Literaturfestival im Juni 2023 für einen kobaltblauen Ganzkörperanzug. Dieses All-in-One-Outfit war eine deutliche Abweichung von der typischen königlichen Kleiderordnung. Es gab viel Kritik daran, dass der gewagte Jumpsuit mit seinem lockeren, fließenden Schnitt und dem leuchtenden Farbton ein modischer Fauxpas war, der in direktem Gegensatz zum allgemein gepflegten Erscheinungsbild des Königshauses stand. Prinzessin Kate hat deutlich gemacht, dass sie sich niemals in der Öffentlichkeit in einem Jumpsuit blicken lassen würde. Jumpsuits sind eine klassische Art von einteiliger Kleidung. Die Liste behauptet, dass Kate zwar einen Jumpsuit anprobiert hat, der ein Geschenk eines befreundeten Designers war, sie aber nie in der Öffentlichkeit damit gesehen wurde. Sie hat sich dafür entschieden, den Trend, Jumpsuits zu tragen, anderen zu überlassen, zum Beispiel Camilla. Die Reaktionen auf Camillas Jumpsuit zeigen, dass die Menschen unterschiedliche Meinungen zu den modischen Entscheidungen der einzelnen Royals haben. Das gleiche Verhalten, das bei Kate als schick gelobt werden könnte bei Camilla als schlechte Entscheidung angesehen werden. Am Tag ihrer Hochzeit mit Charles im Jahr 2005 beging sie den peinlichsten Modefehler ihres ganzen Lebens. Ein Fehler, den Königin Elisabeth II. Selbst erkannte, obwohl die Öffentlichkeit ihn nicht bemerkte. Dass sie 2 Schuhe trug, die nicht zueinander passten und unterschiedliche Absatzhöhen hatten. Später drehte Camilla einen Dokumentarfilm, in dem sie über den Vorfall scherzte. Er zeigt jedoch, dass Fehler in der Garderobe, egal ob öffentlich oder privat, innerhalb der Familie sehr ernst genommen werden. Sogar Camillas modische Entscheidungen wurden kritisiert, da sie unbewusst gegen die von Royals erwarteten Standards verstoßen.
Als sie im März 2019 zu einem Gottesdienst zum Commonwealth Day erschien, trug sie ein Kleid, das auf unheimliche Weise mit dem von Königin Elisabeth II. Identisch war. Beide trugen königliche violette Jacken und Kopfbedeckungen, was einige Leute dazu veranlasste, auf die Tatsache herabzusehen, dass sie das Gleiche wie die Königin trugen. Einige interpretierten dies als Verstoß gegen die Etikette oder als Störung der Kommunikation zwischen den Stylisten, denn es ist ziemlich ungewöhnlich, dass sich ein untergeordneter König in einer Weise kleidet, die der des regierenden Königs so nahe kommt. Bei allem Respekt, Camillas Accessoires und ihr lila Ton waren anders, und es gibt keinen Hinweis darauf, dass sie sich absichtlich als jemand anderes ausgab. Trotzdem trug die Episode zu der Geschichte bei, dass Camilla gelegentlich Fehler in der Modeabteilung machte. Die Art und Weise, wie Kate sich verhält, wird allgemein als tadellos und diplomatisch angesehen. Als Camilla beispielsweise 2023 Outfits von Dior trug, einem französischen Label, das gerüchteweise mit Meghan Markle in Verbindung gebracht wurde, dachten einige, dass es sich dabei um einen sartorialen Schuss gegen die Sussex handelte. Dies ist ein Beispiel dafür, wie selbst Camillas Auswahl an Designern negativ ausgelegt werden kann. Kate hingegen wird eher für ihre durchdachten modischen Hommagen geschätzt. Weezy. B. Das Tragen von Schmuck aus dem Nachlass von Prinzessin Diana oder Kleidung in den Landesfarben, wenn sie ins Ausland reist, als für ihre umstrittene Designauswahl. Selbst wenn es sich um die Königin selbst handelt, ist es möglich, dass die Prinzessin von Wales es vorzieht, sich nicht mit jemandem zusammenzutun, der für seine Modefehler bekannt ist. Kate weigert sich, Camillas abgelegte Kleider anzunehmen, und der Buckingham-Palast zittert wegen dieser Meinungsverschiedenheit. Es ist unklar, ob Camilla wirklich wie eine alte Dame riecht oder ob sie einfach Schwierigkeiten hat, ihr früheres Leben als Landfrau mit ihrem jetzigen Status als Royal zu vereinbaren. Palastreaktionen auf Modekontroversen. Im Zusammenhang mit der Monarchie mögen Fragen der königlichen Kleidung unwichtig erscheinen, doch sind sie mit Anforderungen an Etikette und Imagepflege verbunden. Im Allgemeinen äußert sich der Buckingham-Palast nicht zu den Modegerüchten, die täglich die Runde machen, da er es vorzieht, seine Beteiligung hinter verschlossenen Türen zu halten. Als Kate beispielsweise in den ersten Jahren ihrer Regentschaft als Herzogin ein paar unfreiwillige Marilyn Monroe-Momente mit fliegenden Röcken hatte, rieten ihr die Berater von Königin Elisabeth diskret zu Präventivmaßnahmen wie dem Trick mit den beschwerten Säumen, der aus der Schublade der Königin selbst stammte. In ähnlicher Weise mussten die Mitarbeiter von Königin Camilla ihre Strategie anpassen, um modische Konflikte innerhalb der Familie zu vermeiden. Einer Quelle zufolge, die viele Informationen geliefert hat, hat Camillas Garderobiere Jackie Meakin zunächst eine ungeschriebene Regel aufgestellt. Di besagt, dass keine andere ältere königliche Dame bei demselben Anlass blau tragen darf, was Camillas Lieblingsfarbe ist. Dieser strenge Koordinationsansatz sorgte für einige Verwirrung unter den im Buckingham-Palast arbeitenden Stylisten. Da Camilla nach dem Tod der verstorbenen Königin die dienstälteste Dame war, hatte sie bei gemeinsamen Auftritten die erste Wahl der Kostümfarben. Die Tatsache, dass sie das Monopol auf die Farbe Blau behalten musste, kam bei anderen Frauen wie Kate oder Sophie nicht gut an. Im Laufe der Zeit begann Camillas Lager, die Vorschriften zu modifizieren, indem sie anderen Royals erlaubten, zur gleichen Zeit Blau zu tragen. Vorausgesetzt, die Farbtöne waren voneinander verschieden. Es ist klar, dass der Palast großen Wert auf die Aufrechterhaltung der visuellen Harmonie und der Hierarchie legt, wenn man bedenkt, dass dieser Farbkonflikt geklärt werden musste. Dies spiegelt auch einen Bericht von Meghan Markle wider, die erklärte, dass sie als junge Königin häufig gedeckte Töne trug, um nicht mit der Kleidung von Königin Elizabeth oder anderen älteren Königen in Konflikt zu geraten. Andererseits ist die angebliche Äußerung Kates über Camillas Anflug von Altersschwäche keine Kleinigkeit, die sich hinter verschlossenen Türen klären lässt. Wenn es um ihre Worte geht, weiß Kate, dass selbst der kleinste Gesichtsausdruck tagelang studiert wird, ganz zu schweigen von ihrer Mimik. Daher ist es schwer vorstellbar, dass die Prinzessin die Dreistigkeit besitzt, in Gesellschaft anderer Menschen eine so harsche Bemerkung zu machen. Der Palast rüttelt und rührt jedoch zurecht, denn es ist möglich, dass sich ein interner Konflikt zwischen den beiden wichtigsten Frauen der britischen Königsfamilie entwickelt. Wenn sie sich über den Gestank der Königin beschwert hat, dann ist der Palast berechtigt, zu rütteln und zu rühren.
die Macht der königlichen Mode und der Palace-Stil. Es ist schwer nachzuvollziehen, wie eine scheinbar unbedeutende Frage über die Nachfolge einer Garderobe eine so große Aufregung innerhalb des Palastes verursachen konnte. Möglicherweise liegt der Grund in der kulturellen Bedeutung der königlichen Kleidung und dem Gleichgewicht zwischen Macht und Popularität. Im Rahmen der königlichen Familie ist die Wahl der Kleidung keineswegs nur Kosmetik. Dieser Satz drückt eine Reihe verschiedener Dinge aus, darunter Status, Einheit und Vermächtnis. Es ist denkbar, dass Kates Entscheidung, Camillas abgelegte Kleider abzulehnen, als eine Unabhängigkeitserklärung gelesen werden kann, als eine zukünftige Königin, die ihr eigenes Image aufbaut, anstatt sich nach dem Vorbild der derzeitigen Königin zu kleiden. Diese Interpretation könnte sowohl wörtlich als auch symbolisch erfolgen. Einige königliche Beobachter haben angedeutet, dass es eine verdeckte Rivalität in Sachen Mode gibt. Diese Vermutung wurde geäußert. In einem Beitrag wurde sogar erwähnt, dass Camilla ihren Look verändert hat, um etwas von der Aufmerksamkeit zu bekommen, die Kates Kleidung als Trendmacher natürlich auf sich zieht. Dies geschah in der Absicht, etwas von der Aufmerksamkeit abzubekommen, die Kates Kleidung erhält. Es ist bekannt, dass die Öffentlichkeit und die Medien bei der Berichterstattung über Mode in der Regel der jüngeren und attraktiveren Prinzessin von Wales den Vorzug geben. Das liegt daran, dass die Prinzessin von Wales eher auffällt. Dies könnte für Camilla ein Ansporn sein, ihren Sinn für Stil konsequenter weiterzuentwickeln. Wenn Kate sich weiterhin weigert, Camillas Garderobe mit ihrem Kate-Effekt zu verzaubern, indem sie ein Ensemble trägt, das Camilla ihr vererbt hat, oder ihren Stil mit einem Co-Branding versieht, könnte dies Camillas Unzufriedenheit auf ihrer Seite noch weiter verstärken. Camillas Frustration könnte noch dadurch verstärkt werden, dass Kate sich weiterhin weigert, Camillas Garderobe etwas von ihrem Kate-Effekt-Zauber zukommen zu lassen. Diese Schwierigkeiten werden in den Fluren des Palastes mit leiser Stimme angesprochen, doch sie sind bezeichnend für eine umfassendere Dynamik, nämlich die Entwicklung des Images der Monarchie mit jeder neuen, aufeinanderfolgenden Generation. Wenn es um Mode geht, ist jede Dame mit dem Erbe der früheren Royals verbunden, um sich aktiv mit der von William verehrten verstorbenen Mutter zu identifizieren. Zollt Kate häufig Prinzessin Diana Tribute, indem sie ihren Schmuck oder von ihr inspirierte Ensembles trägt. In ähnlicher Weise hat Camilla in ihrer Rolle als königliche Gemahlin eine Reihe von Modemerkmalen übernommen, die Königin Elizabeth II bevorzugte. So hat sie beispielsweise den Schmuck der verstorbenen Königin getragen und sich dazu entschlossen, gelegentlich leuchtende Farben zu tragen, um ein Gefühl der Kontinuität zu vermitteln. Die Tatsache, dass die beiden Frauen unterschiedliche Kleidungsstücke tragen, deutet darauf hin, dass sie sich an verschiedenen Vorbildern orientieren. Es ist möglich, dass Kate den modischen Weg von Diana und Elizabeth dem von Camilla vorzieht, was sich auch daran zeigt, dass sie die Garderobe nicht von ihren Eltern erhalten hat. Royal-Analysten haben festgestellt, dass Kates Kleiderwahl regelmäßig die Geschichte von Diana und der Königin widerspiegelt. So trägt sie beispielsweise die Saphirohrringe, die Diana trug, oder ein Mantelkleid, das an den Stil von Elizabeth erinnert, der sich über die Jahre bewährt hat. Dies trägt dazu bei, sowohl ihre Popularität als auch ihr Verantwortungsgefühl zu stärken. Im Gegensatz dazu ging es bei Camillas Weg durch die Welt der Mode darum, ihr Image als Außenseiterin zu überwinden und sich Akzeptanz zu verschaffen. Dieses Ziel hat sie zum großen Teil dadurch erreicht, dass sie eine respektvolle Haltung gegenüber den königlichen Traditionen bewahrt und unkonventionelle und gewagte Kleiderwahlen vermieden hat. In Anbetracht dessen könnte Camilla die Absicht gehabt haben, ihrer Stieftochter etwas von der Schneiderkunst und der Kleidung der königlichen Familie zu vermitteln und so eine einheitliche Front zu schaffen. Es ist möglich, dass Kates Desinteresse an etwas Aufsehen erregt, weil es zeigt, dass sie einen unabhängigeren Weg einschlägt. Abschließend sei noch auf die Frage des Respekts und der Einhaltung der Etikette hingewiesen. Wenn eine regierende Königin im Laufe der königlichen Geschichte einem Junior Royal etwas übergibt, sei es ein Ratschlag, Juwelen oder sogar Kleidung, nimmt der Junior Royal es normalerweise mit Anstand entgegen, unabhängig davon, ob der Duft anwesend ist oder nicht. Als Zeichen des Vertrauens und des guten Willens hat Königin Elisabeth II, bekanntermaßen Prinzessin Margaret und Prinzessin Diana, Dinge aus ihrer Garderobe und ihrem Juwelenschatz geliehen. Diese Geschenke wurden als sehr bedeutsam angesehen. Würde Königin Camilla Kate ein solches Angebot machen und es ablehnen,
wäre dies ein Verstoß gegen den respektvollen Präzedenzfall, der geschaffen wurde, und könnte als erniedrigend empfunden werden. Der Buckingham-Palast legt großen Wert darauf, ein einheitliches Bild der Familie aufrechtzuerhalten, und man ist wahrscheinlich bestrebt, jeden Eindruck zu zerstreuen, dass Camilla und Kate miteinander im Streit liegen. Die Gerüchte über einen Streit in der Garderobe hingegen haben sich festgesetzt, auch weil sie zu einer verführerischen Erzählung passen, in der die attraktive junge Prinzessin ihre eigene Identität abseits der älteren Königin entwickelt. Es nährt die Besessenheit der Öffentlichkeit von der Vorstellung, dass selbst etwas so Frivoles wie Mode ein Kampf um Macht und Ansehen hinter den Mauern des Palastes sein kann. Professionelle Perspektiven auf die Einstellung der Öffentlichkeit. Diejenigen, die die königliche Familie verfolgen und sich zur Mode äußern, bieten aufschlussreiche Kommentare zu den Gründen, warum dieses Thema so viel Interesse geweckt hat. Die Modedirektorin des Telegraph, Bethan Holt, hat festgestellt, dass Camilla, Kate und der König bei hochkarätigen Anlässen in letzter Zeit wirklich das Gefühl haben, eine Einheit zu sein. Sie stimmen ihre Kostüme häufig aufeinander ab, um ihre Verbundenheit miteinander zu demonstrieren. Bei einem Staatsbesuch im November 2023 trug Kate beispielsweise ein auffälliges Rot von Kopf bis Fuß, während Camilla sich für eine komplementäre Farbe entschied. Die beiden arbeiteten zusammen, um die diplomatische Kleidung zur Unterstützung von König Karl zu meistern. Aufgrund dieser zielgerichteten Einheit kann jede Abweichung, Kates Entscheidung, keine Garderobenzettel auszutauschen, als Ausdruck von Zwietracht gewertet werden. In den meisten Fällen ist die königliche Mode ein gut geplantes Ereignis, bei dem der König den Ton angibt und die anderen sanft darauf reagieren. Wie der königliche Biograf Solly Hughes berichtet, teilte Königin Elisabeth II. Ihrer Familie stets mit, welche Farbe sie zu tragen wünschte, damit sie sich entsprechend anpassen konnte. Das lag nicht daran, dass sie mit eiserner Faust regierte, sondern daran, dass die Königin in Modefragen das letzte Wort hat. Wenn es um Mode geht, gilt Königin Camilla als die einflussreichste Figur der Neuzeit. Daher könnte Kates Entscheidung, in Bezug auf ihre Garderobe eigene Wege zu gehen, indem sie Warren ablehnt, die Camilla für sie reserviert hatte, als Abweichung von der üblichen Rücksichtnahme interpretiert werden, unabhängig davon, ob dies die Absicht der Situation ist oder nicht. In Anbetracht dessen könnte eine dem Palast nahestehende Quelle Kates Unabhängigkeit in Bezug auf ihre Kleidung sowohl als Generationswechsel als auch als Herausforderung betrachten. Dies kann als Hinweis darauf gedeutet werden, dass die künftige Königin die Dinge anders handhaben würde, wenn sie an der Reihe ist zu regieren. Letzten Endes beruht das übergreifende Konzept der königlichen Modestandards auf der Vorstellung, dass die Kleidung der Windsors eine Art weiche Macht darstellt. Jedes öffentliche Kostüm hat das Potenzial, eine Sache zu unterstützen, den Gastgebern Respekt zu erweisen, Gefühle des Nationalstolzes zu wecken oder den guten Willen zu fördern. Die verstorbene Königin Elisabeth II. War sich dieser Tatsache wohl bewusst und trug gerne leuchtende Farben, damit man sie schon von weitem erkennen konnte. Auch Prinzessin Diana war sich dessen bewusst und nutzte ihre Kleidung, um Botschaften der Freiheit oder des Einfühlungsvermögens zu vermitteln, etwa als sie das Kleid trug, das zum Synonym für Vergeltung geworden ist. Heute ist die Prinzessin von Wales in der Lage, ihre Position als zeitgemäße und fürsorgliche Königin durch Mode weiter zu festigen. Bei der Wahl ihrer Kleidung gelingt ihr häufig eine Mischung aus Mode und Funktion, die nicht nur die Aufmerksamkeit auf die Kleidungsstücke selbst, sondern auch auf die Initiativen lenkt, an denen sie arbeitet. Königin Camillas Übergang von ländlicher Lässigkeit zu königlicher Eleganz in Bezug auf ihre Garderobe war ein wichtiger Faktor für ihren Erfolg bei der Akzeptanz in der Bevölkerung während ihrer Regentschaft. Wenn es stimmt, dass Kate Camillas Garderobenvermächtnis meidet, dann spiegelt das vielleicht nur die Tatsache wider, dass jede Frau ein einzigartiges öffentliches Image hat, das sie zu bewahren versucht. Das Wichtigste für Kate ist es, als ihre eigene, einzigartige Dame mit Stil anerkannt zu werden, aber dennoch die Tradition der Monarchie auf ihre eigene Art und Weise weiterzuführen. Camillas oberstes Ziel ist es, ihre Würde und Autorität als Königin zu stärken, auch wenn das bedeutet, dass sie in der Modebranche gelegentlich in den Schatten gestellt wird. Wenn es um die öffentliche Meinung geht, finden viele Menschen das Konzept des Kleiderschrankbruchs interessant, da es der königlichen Familie eine persönlichere Note verleiht. Zu wissen, dass selbst die süße Kate vor ihrer Schwiegermutter die Nase rümpfen könnte,
macht sie umso realer. Wir alle haben schon einmal das Gefühl erlebt, von einem übermäßig alten und stinkenden Verwandten angewidert zu sein. Ob Kate Camilla wirklich mitgeteilt hat, dass ihre Kleidung stinkt, oder ob es sich dabei nur um eine übertriebene Art von Palastklatsch handelt, werden wir wohl nie ganz erfahren. Dass die königliche Mode eine ernste Angelegenheit ist, sowohl intern als auch in der Öffentlichkeit, ist mehr als offensichtlich. Der Stoff ist für die offensichtliche Meinungsverschiedenheit, die über die Kleidung entstanden ist, überhaupt nicht relevant. Respect, Image und die sich ständig verändernde Dynamik zwischen zwei angehenden Königinnen stehen im Mittelpunkt dieser Kontroverse. Nach den Worten eines königlichen Insiders besteht das Ideal des Adels darin, sich auf die Aufgabe und nicht auf die Kleidung zu konzentrieren. Tatsächlich aber ist die Garderobe eines Monarchen ein integraler Bestandteil seiner Aufgabe, die ein sehr öffentlicher Aspekt der Darstellung von Stabilität, Einigkeit oder in bestimmten Fällen auch von stillem Ungehorsam ist. Sicherlich hat der reiche Teppich königlicher Modelegenden durch die gerüchteweise Ablehnung von Königin Camillas Kleidervermächtnis durch Kate Middleton eine neue Färbung erhalten. Diese Ablehnung, ob sie nun Realität oder Fiktion ist, hat sicherlich eine neue Wendung gebracht. Die Öffentlichkeit ist über Camillas Rolle geteilter Meinung, seit sie Königin-Gemahlin ist. Viele sind der Meinung, dass Kate recht hat und dass das königliche Vermögen an künftige Generationen weitergegeben werden sollte, nicht nur an Camilla. Andere hingegen argumentieren, dass Camilla als Ehefrau von König Charles uneingeschränkten Zugang verdient. Berichten zufolge erreichen die Spannungen hinter den Mauern des Palastes einen Siedepunkt, und hochrangige königliche Persönlichkeiten bemühen sich, eine Erbschaftskrise zu vermeiden. Dieser schockierende Erbstreit könnte die Monarchie für die nächsten Jahre neu gestalten. Aber jetzt wollen wir von Ihnen hören. Sollte Königin Camilla die volle Kontrolle über ihr königliches Erbe behalten, oder hat Kate Middleton das Recht, es anzufechten? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare unten. Und wenn Sie königliche Dramen, schockierende Skandale und aktuelle Nachrichten lieben, vergessen Sie nicht, uns zu mögen, zu abonnieren und die Benachrichtigungen zu aktivieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.